Stellen Sie sich eine Stadt vor, deren gewaltige Mauern sich majestätisch aus der mesopotamischen Ebene erheben. Eine Metropole, auf deren lebhaften, pulsierenden Märkten die Stimmen in Dutzenden von Dialekten widerhallen und wo die Gerechtigkeit selbst für alle sichtbar in Stein gemeißelt ist. Vor fast 3800 Jahren war Babylon nicht nur eine blühende Weltstadt der Antike, es war auch der Geburtsort eines der frühesten und umfassendsten schriftlichen Gesetzbücher der Menschheit, des Kodex Hammurabi. Aber was bedeutete es wirklich, unter diesen Gesetzen zu leben? Wie erlebten die gewöhnlichen Babylonier, Bauern, Kaufleute, Handwerker, Frauen und Sklaven die Justiz ihrer Zeit? Und warum findet diese uralte Gesetzessammlung noch heute ein so starkes Echo in modernen Gerichtssälen und Hörsälen? In diesem Film reisen wir zurück in die Welt Babylons auf dem Höhepunkt von Hammurabis Herrschaft. Wir werden die schillernden Errungenschaften der Stadt, die oft harten Realitäten des Alltagslebens und die monumentalen Gesetze erforschen, die sowohl das Imperium als auch die Zukunft der Zivilisation prägen sollten. Schon vor Hammurabi war Mesopotamien seit Jahrtausenden die Wiege der Zivilisation. Die Sumerer hatten die Schrift erfunden, die Akkader das erste Großreich geschmiedet, und Städte wie Ur und Uruk waren aufgeblüht und wieder untergegangen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts vor Christus. Christus war Babylon jedoch noch ein relativ kleiner Stadtstaat in Zentralmesopotamien, der im Schatten mächtigerer Rivalen stand. Dann kam Hammurabi, der von etwa 1792 bis 1750 vor Christus. Christus herrschte. Durch geschickte Diplomatie, strategische Heiraten und entscheidende Kriege verwandelte Hammurabi Babylon von einem unbedeutenden Stadtstaat in ein mächtiges Imperium, das sich über einen Großteil Mesopotamiens erstreckte. Unter seiner Führung wurde Babylon nicht nur zu einer politischen und militärischen Macht, sondern auch zu einem kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum von enormer Bedeutung. Und doch sollte Hammurabis Vermächtnis nicht allein auf Eroberungen beruhen. Stattdessen würde es durch seine Gesetze definiert werden, eingraviert in eine imposante, fast bedrohlich wirkende Stele aus schwarzem Basalt, die bis heute erhalten ist. Das tägliche Leben in Babylon war eine Stadt, die von Vielfalt und Aktivität erfüllt war. Seine Bevölkerung umfasste freie Bürger, Kaufleute aus fernen Ländern, einflussreiche Tempelpriester und versklavte Arbeiter. Der Euphrat durchfloss die Stadt und lieferte Wasser für die Landwirtschaft, diente als wichtige Handelsroute und spielte eine zentrale Rolle bei religiösen Ritualen. Die Märkte quollen über vor Waren: Gerste, Datteln, Wolle, Töpferwaren und importierte Luxusgüter wie Lapislazuli. Tempel, die Göttern wie Marduk geweiht waren, dominierten die Skyline, und religiöse Rituale waren untrennbar mit dem täglichen Leben verwoben. Aber Babylon war keineswegs eine egalitäre Gesellschaft. Die sozialen Klassen waren starr und unüberwindbar. An der Spitze standen die Avilum, die vollfreien Bürger und Adligen, unter ihnen die Mushkenum, einfache Leute mit eingeschränkten Rechten, und ganz unten die Sklaven, Wardum. Jede dieser Gruppen wurde unter den Gesetzen Hammurabis grundlegend anders behandelt. Der Kodex Hammurabi. Der Kodex Hammurabi besteht aus 282 Gesetzen, die nahezu alle Aspekte des Lebens abdecken, von Eigentumsstreitigkeiten und Familienangelegenheiten über Handelsvorschriften bis hin zu Strafen für Verbrechen. Eines der berühmtesten Prinzipien ist die Talionsformel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch die Realität war weitaus komplexer. Dasselbe Verbrechen konnte zu sehr unterschiedlichen Strafen führen, abhängig vom sozialen Status des Opfers und des Täters. Zum Beispiel: Brach ein Adliger den Knochen eines anderen Adligen, war die Strafe die gleiche Vergeltung. Brach ein Adliger jedoch den Knochen eines einfachen Mannes, musste er lediglich eine Geldstrafe zahlen. Errichtete ein Baumeister ein Haus, das einstürzte und den Besitzer tötete,
konnte der Baumeister hingerichtet werden. Tötete der Einsturz jedoch den Sohn des Besitzers, so wurde der Sohn des Baumeisters getötet. Diese Gesetze mögen uns heute brutal erscheinen, aber zu Hammurabis Zeit repräsentierten sie Ordnung und Vorhersehbarkeit in einer Welt, in der Gerechtigkeit oft willkürlich und unberechenbar war. Die Philosophie hinter den Gesetzen. Die Stele Hammurabis beginnt mit einem Prolog, in dem die Götter angerufen werden. Hammurabi präsentiert sich nicht als Tyrann, sondern als ein von den Göttern auserwählter Hirte, dessen Aufgabe es ist, die Schwachen vor den Starken zu schützen. Die Gesetze waren aber auch ein mächtiges Herrschaftsinstrument. Indem Hammurabi sie in Stein meißeln und öffentlich aufstellen ließ, sandte er eine klare Botschaft. Gerechtigkeit war nicht länger nur der Wille des Königs oder des Tempels. Sie war ein universeller Standard, sichtbar und gültig für alle. Historiker sehen dies als einen entscheidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Die bahnbrechende Idee, dass Gesetze niedergeschrieben, kodifiziert und konsequent angewendet werden sollten. Stimmen aus Babylon. Stellen Sie sich vor, Sie gehen im Jahr 1750 vor Christus. Christus durch die Stadt. Ein Bauer bringt einen Streit über Bewässerungskanäle vor Gericht. Ein Kaufmann verklagt einen Schuldner wegen Zahlungsverzugs. Eine Frau fordert die Rückgabe ihrer Mitgift, nachdem ihr Mann sie verlassen hat. Für all diese Fälle gab es im Kodex Hammurabis festgelegte Verfahren und Strafen. Experten betonen, dass die Gesetze zwar oft die Elite begünstigten, aber auch Schutzmechanismen für Witwen, Waisen und Arme boten. Der Kodex Hammurabi stellt einen der frühesten Versuche der Menschheit dar, ein Gleichgewicht zwischen Gerechtigkeit und sozialer Ordnung zu finden, so die Rechtshistorikerin Martha Roth. Kulturelle und historische Auswirkungen. Der Kodex beeinflusste spätere Zivilisationen nachhaltig. Im Alten Testament der Bibel finden sich Echos von Hammurabis Prinzipien im mosaischen Gesetz. In Griechenland und Rom war die Idee des geschriebenen, öffentlichen Gesetzes für ihre Rechtssysteme von wesentlicher Bedeutung. Und in der modernen Welt steht Hammurabis Stele im Louvre-Museum in Paris und wird als Meilenstein in der Geschichte der Justiz studiert. Warum ist Hammurabi heute noch von Bedeutung? Weil die Fragen, die er ansprach, uns bis heute begleiten. Wie gewährleisten wir Fairness? Sollte eine Strafe für alle gleich sein oder dem Kontext angepasst werden? Wie kann das Gesetz die Schwächsten schützen? Rechtsgelehrte weisen darauf hin, dass Hammurabis Kodex eines der frühesten Beispiele für den Grundsatz ist, dass das Gesetz über der Willkür der Herrscher stehen sollte. Diese Idee untermauert auch heute noch demokratische Gesellschaften. Gleichzeitig erinnern uns seine Gesetze schmerzlich an die Ungleichheiten, die in antiken und oft auch in modernen Rechtssystemen verankert sind. Gerechtigkeit wurde und wird schon immer von Macht, Klasse und Privilegien geformt. Der Kodex Hammurabi regt weiterhin zu Debatten an. Archäologen und Historiker erwarten, dass zukünftige Entdeckungen mehr darüber enthüllen werden, wie die Gesetze im babylonischen Alltag tatsächlich durchgesetzt wurden. Digitale Technologien werden heute eingesetzt, um Keilschrifttafeln zu scannen und verlorene Fälle zu rekonstruieren. Rechtsdenker gehen davon aus, dass Hammurabis Vermächtnis nicht nur als Relikt der Vergangenheit Bestand haben wird, sondern als eine ständige Mahnung, dass das Gesetz sowohl ein Werkzeug der Gerechtigkeit als auch ein Spiegel der Werte einer Gesellschaft ist. Vor fast 3800 Jahren meißelte Hammurabi die Gerechtigkeit in Stein. Sein Kodex war alles andere als perfekt, geprägt von Ungleichheit, Brutalität und den harten Realitäten der antiken Welt. Und doch war er auch revolutionär, denn er bot Struktur, wo zuvor Chaos geherrscht hatte, und Rechenschaftspflicht, wo es einst nur Macht gab. Wenn wir heute vor der Stele stehen, werden wir daran erinnert, wie weit die Menschheit gekommen ist und wie viele unserer Kämpfe dieselben geblieben sind. Was bedeutet Gerechtigkeit? Wer verdient Schutz? Und wie können Gesetze nicht nur den Mächtigen dienen, sondern allen Menschen?